Jo, da wollen wir mal anfangen. Nachdem wir den Berner Garagentorantrieb installiert haben, müssen wir jetzt noch den Akku aufhängen. Das machen wir mit der folgenden Halterung. Die Dübel und die Schrauben werden direkt mitgeliefert. Und wir müssen jetzt zunächst die Löcher anzeichnen. Und dann können wir auch schon loslegen und die Bohrungen vornehmen. Das ist ein ganz normaler 6 mm Bohrer, 6 mm Dübel. Nun können wir die Halterung festschrauben und den Akku dort aufhängen. Der hängt auch richtig sicher, also gar kein Problem. Kann man auch mal gegenkommen, passiert gar nichts. Dann geht es weiter mit dem Solarpanel. Auch bei dem Solarpanel werden die Schrauben mitgeliefert. Man kann entweder die Winkel verwenden. Die sind dazu da, dass das Solarpanel im richtigen Winkel zur Sonne steht und auch das Regenwasser oder Schnee oder ähnliches vom Solarpanel abrutschen kann. Wir haben das einfach bei uns an der Garagenwand montiert, da ein Vorsprung vorhanden ist und auch eine Regenrinne. Und insofern gesehen war das eigentlich der beste Ort, so dass wir das ohne Winkel an der Wand montieren konnten. Zunächst halten wir das Solarpanel an die Wand, können jetzt mit einer Wasserwaage das Solarpanel etwas ausrichten und die Bohrung entweder mit einer kleinen Schablone anzeichnen oder einfach kurz ausmessen und dann mit den richtigen Maßen an die Wand bringen. Nun können wir auch schon die Dübel einsetzen und die Schrauben so weit eindrehen, dass sie ungefähr 1,5 cm aus der Wand schauen. Jetzt bohren wir noch ein Loch durch die Wand durch, wo wir dann hinterher das Kabel durchlegen können. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir mit dem Bohrer durchgekommen. Jetzt können wir auch schon das Kabel da durchlegen und das Solarpanel an der Wand montieren. Das wird einfach nur etwas höher angesetzt und dann wie bei einem Bilderrahmen eingehangen. Natürlich kann man das Solarpanel nicht einfach an den Akku anschließen, sondern es benötigt noch eine Solarpanel-Steuerung und das ist dieser Laderegler in dem spritzwassergeschützten Gehäuse. Bevor wir die Kabel abkneifen können, weil wir müssen natürlich das Kabel von dem Solarpanel etwas kürzen, sollten wir das Solarpanel abhängen, da es ja bereits Strom produziert. Dann können wir das Kabel vom Solarpanel kürzen und die Enden abisolieren. Danach kann das Kabel in den Laderegler eingeführt werden und schon können wir alles anschließen. Hier sieht man den Akku fertig an der Wand angebracht und darüber den Laderegler. Von der einen Seite des Akkus geht das Kabel direkt in den Laderegler rein und auf der anderen Seite geht es zum Garagentorantrieb. Damit hätten wir den elektrischen Teil fast erledigt. Eine Kleinigkeit kommt nachher noch, aber das zeigen wir dann gleich. Weiter geht es erstmal mit der Notentriegelung. Und zwar ist das eine Entriegelung, die man anbringt, falls der Akku mal leer sein sollte oder irgendetwas mit der Mechanik nicht funktioniert. Was eigentlich nicht vorkommen darf, aber nichtsdestotrotz besser haben als brauchen. Und zwar haben wir hier die Notentriegelung vor uns. Die Notentriegelung besteht aus einem Bowdenzugseil und einer Bowdenzughülle, die man jeweils nach Belieben kürzen kann. Das eine Ende des Bowdenzugseils wird am Garagentor-Mitnehmer eingehangen, dann durch die mitgelieferte Verschraubung geführt, die auch gleichzeitig als Justierung dient und nun von innen durch den Griff durchgeführt wird. Das Ganze wird dann fixiert und nun kann man das Seil auch schon kürzen. Wichtig ist, dass das Seil einigermaßen auf Spannung ist, nicht zu stark, aber auch nicht zu leicht, denn sonst hat der Zug hinterher keine Wirkung. Falls der Garagentorgriff noch keine Bohrung hat, muss man natürlich noch eine Bohrung vornehmen. Ansonsten kann das Zugseil direkt da durchgeführt werden und dann fixiert werden. Nun bringen wir natürlich auch wieder das Notentriegelungsseil von innen an. Eine Kleinigkeit wollten wir aber natürlich von vornherein noch modifizieren. Und das ist die Lampe mit 10 Watt 24 Volt.
Das ist eine Lampe mit BA15S Bajonettsockel. Die tauschen wir aus gegen eine 2 Watt LED-Lampe mit 6000 K. Die Polung von unserer Lampe spielt glücklicherweise keine Rolle, denn in dem Bajonettverschluss wäre der Pluspol außen und der Massepol innen. Und das ist eigentlich eher unüblich für solche Lampen. Insofern gesehen sollte man auf jeden Fall bei der Wahl der Lampe darauf achten, dass sie entweder für AC, DC in beide Richtungen von der Verpolung her verwendbar ist oder halt eben dementsprechend den Pluspol außen hat. Auch die Länge der Lampe ist entscheidend. Hier geben wir hinterher nochmal im Test einige Tipps, welche Lampe dafür passend ist und wo man sie beziehen kann. Also, alte Lampe raus, neue LED-Lampe rein und schon haben wir 8 Watt gespart bei deutlich höherer Lichtausbeute. Nun können wir den Deckel aber wirklich schließen und der elektrische Teil ist erstmal abgeschlossen. Obwohl nicht ganz. Denn wir wollten das Garagentor ja noch in unser Smart Home integrieren und das machen wir mit einem Fensterkontakt von Hommatic. Da haben wir die Antenne ausgeführt, dass die Reichweite etwas weiter ist und dann haben wir das am Garagentor Rahmen angebracht und am Garagentor selber haben wir einen kleinen Winkel angebracht, der dann das Licht der Reflexionslichtschranke reflektieren kann. Somit sehen wir auch im Smart Home, ob unser Garagentor geschlossen ist oder offen ist. Theoretisch könnten wir auch das Garagentor direkt ansteuern. Dafür ist allerdings noch eine Lichtschranke erforderlich, damit man sieht, dass wirklich keiner im Bereich des Garagentors steht. So, hier sieht man nochmal den kompletten Überblick vom Akku, Laderegelung, Verkabelung an der Wand, Solarpanel und den Garagentorantrieb an sich, den wir in der vorigen Anleitung gezeigt haben. Und so sieht alles fertig montiert aus. Da haben wir einmal den Akku, die Solarsteuereinheit, den Berner Antriebsmotor, die Führungsschiene, die Befestigung an der Decke, die Notentriegelung, einmal per Handzug und einmal per Bowdenzug. Den Bowdenzug haben wir da eingeführt, hier durchgeleitet, hinter der Tür durch und hier am Türgriff, am alten Griff befestigt. Dann wollen wir das Tor mal runterfahren. Das war übrigens mit Soft Close Funktion. Und natürlich können wir es genauso wieder öffnen. So, dann haben wir auch schon alles installiert, inklusive dem Solarpanel. Der Akku ist bereits innen drin. Dann haben wir noch eine Notentriegelung installiert und natürlich den Garagentorantrieb. Und wenn alles klappt, sollte es jetzt eigentlich funktionieren, wenn wir auf den Taster drücken. Und da fährt es auch schon auf.